Yo Pokémon-Fans, bevor du in Terrestrial Festival investierst, musst du vor allen Dingen diese Sachen wissen. Und was es da alles zu entdecken gibt, das wollen wir in dem Video herausfinden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Check This. Ja Leute, wir starten bei Terrestrial Festival. Was ist los mit diesem Set? Überall ausverkauft, wir bekommen es nicht. Leute, lasst euch da nicht verrückt machen. Da wird es definitiv noch genug auf dem Markt geben. Es wird sehr viel geöffnet momentan und ich glaube, dass die Preise da auch sich dementsprechend nochmal stabilisieren werden. Was ist da passiert? Bevor du in dieses Set investierst, musst du folgende Sachen wissen. In diesem Set bekommst du 32 SAR-Karten, die es zu sammeln gibt, wenn du ein Master-Set suchst. Du bekommst eine SAR pro Display garantiert. Das bedeutet, wenn du alle Karten selbst ziehen möchtest, musst du mit über 2200 € rechnen, wenn du in jedem Display eine von den SAR-Karten hast, die sich nicht doppelt. Also Leute, allein schon, um überhaupt das Geld zu investieren, das ist unglaublich viel Geld, wenn du wirklich an ein Master-Set rankommen willst, wenn es nur um die SAR-Karten geht. Selbstverständlich gibt es da auch noch andere, die Secret Rare von den Trainerkarten, die gehört das natürlich auch mit zu sammeln. Aber was besonders schwierig ist, das sind die Master Ball Karten. Und die Master Ball Karten, das sind die Karten, die es wahrscheinlich auch zu suchen gilt. Die Nachtara Master Ball Karte ist die teuerste Karte aus dem gesamten Set. Nicht einmal das Nachtara, das so hoch gelobt ist, kommt an diesen Preis dran, momentan. Leute, auf dem Markt werden diese Karten noch sehr, sehr häufig zu sehen sein. Lasst euch da jetzt von den Preisen nicht verrückt machen. Gebt dem ein bisschen Zeit, bis da alle Leute auch die Sachen, die sie gezogen haben, wieder rückinvestieren wollen. Und da wird sich der Preis definitiv nochmal stabilisieren. Und vor allen Dingen, woran du auch denken musst, es gibt nicht nur Gerüchte, sondern mittlerweile auch bestätigt, dass du die Hits aus diesen Karten, aus diesen Boostern auch herausrechnen kannst. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, und das blende ich dir jetzt mal hier ein, wie das Ganze funktioniert. Wenn du die Box öffnest und du bekommst in dem Display, in dem ersten Booster, gleich eine Ace-Pack-Karte, das sind die Karten, auf die es dann Rücksicht zu nehmen gilt. Bei der ersten, dann kommst du im vierten Booster definitiv und vor allen Dingen aber auch garantiert die SAR-Karte rein. Was bedeutet das, Leute? Und so geht das Ganze weiter. Sobald du an die Ace-Pack-Karte drankommst, weißt du, wo die SAR-Karte drin ist. Und das ist unglaublich, Leute, denn du musst dir vorstellen, was macht das jetzt für den Preis bei den ganzen Einzelboostern? Das Problem dabei ist, wenn jetzt Leute Einzelbooster verkaufen, die auf den Markt kommen werden, wenn das von random Leuten sind, die einfach ihre Sachen loswerden wollen, bei eBay oder bei Kleinanzeigen oder wie auch immer, musst du wirklich vorsichtig sein, denn da wird es bestimmt so sein, dass viele von denjenigen, die bereits geöffnet haben, genau dieses Prozedere durchlaufen haben und dann alle, die du dann noch bekommst, sind wahrscheinlich nicht mehr mit den SAR-Karten bestückt. Das musst du auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, wenn du dir separate kaufen würdest. Ich würde das an dieser Stelle nicht tun. Wir wissen nicht, wie das beim Reprint sein wird, ob das wieder genau gleich ist oder ob die dann das, nachdem sie es jetzt wissen, vielleicht nochmal irgendwie anders angeordnet haben oder das wirklich zufälliger gestalten. Das können wir jetzt noch nicht absehen. Aber vor allen Dingen jetzt in der ersten Charge, die ganzen Booster sind dementsprechend so gestaltet, dass du da weißt, wo die SAR-Karte drin ist. Und das gibt einen wirklich zu bedenken. Das zweite Problem, das wir haben, Masterball-Karten sind nicht garantiert. Das bedeutet, wenn du da rankommen willst, ist das wirklich eine Glückssache. Deswegen sind die Preise noch momentan so hoch für diese Karten und ich glaube auch, dass das Nachtara, weil das halt eben kein garantierter Hit ist, definitiv im Preis auch dementsprechend sich halten wird. Aber da muss jeder selbst wissen, ob es ihm das wert ist, so viel Geld für nur eine Masterball-Karte zurückzugeben. Jo, wir kommen jetzt zum dritten und das finde ich ist vielleicht sogar noch das Wichtigste an dem ganzen Set, das du dir wirklich im Hinterkopf behalten musst. Es ist herausgekommen, dass es God-Packs gibt. Und diese God-Packs, Leute, die haben es wirklich in sich. Es gibt die in unterschiedlichen Varianten. Es gibt die in den Varianten, dass da 3 Evolutions mit dabei sind. Das heißt so ein kleines Soft-God-Pack. Aber es gibt auch die richtigen God-Packs, wo du 9 Karten, 9 SAR-Karten
in der Reihe bekommst und die wirklich alle aus den Evolutions. Wir schauen uns dazu mal ein Video an und das Heftigste, was ich finde, ist, das soll auch sogar abwiegbar sein. Das heißt, du kannst, wenn du die auf die Waage legst, die kompletten Displays, je nachdem wie schwer die sind, kann man herausfinden, ob dort die Chance besteht, ein Godpack herauszuziehen. Wir haben hier auf der Seite von P4C, der hat 20 Boxen gewogen und die schwerste Box hatte tatsächlich ein kleines Godpack mit dabei. Ob das jetzt für alle sprechen mag, ich weiß es nicht, aber wir schauen uns jedes Mal gemeinsam an. Alle anderen waren unter 186, zum Beispiel 186 Gramm und 50. Das sind so die Gewichte, die da waren und das war dann das schwerste Pack mit 186,61 Gramm. Das war das schwerste Pack und wir schauen, was hier passiert ist, Leute. Wir sehen, allein das schon ist ein Godpack mit ganz vielen Reverse Holos und jetzt kommen die Evolutions. Wunderschöne Karten, 3 Stück, selbstverständlich, da würde ich auch ausrasten. Was ist das für ein Erlebnis, Leute? Darauf warten, glaube ich, alle, dass sie genau dieses Set, genau aus diesem Set das Godpack ziehen. Und natürlich auch das noch Beste wäre dann mit allen Evolutions mit dabei. Also passt auch auf, ob diese teilweise auch gewogen sein können. Er hat ein komplettes Case geöffnet, das heißt, da die rausgesucht und das Schwerste im Schwersten war ein Godpack mit dabei. Bedeutet das jetzt, dass in jedem Case ein Godpack drin ist? Das kann ich so nicht bestätigen, aber definitiv ist das eine Option, da mal auf das Gewicht zu schauen. Wir gucken weiter. Wir haben hier bei Crispy TCG, er hat nochmal mit aufgenommen, was da passiert ist in dem ersten Opening-Video. Da sehen wir das Godpack mit das Ultra Godpack mit allen neuen Evolutions, Leute. Das ist einfach der absolute Kracher. Wir schauen es uns gemeinsam an. Glaciola ist mit dabei. Eevee ist mit dabei. Also wirklich alle die kompletten Neuner sind da. Das ist das Godpack, auf das alle warten, Leute. Wenn du das gezogen hast, ich glaube, dann hast du in deinem Hobby wirklich alles gezogen, was du brauchst. Wahnsinn. Und das wird auch der Grund sein, warum Leute gerade im Stream oder aber auch für zu Hause so viel von diesem Produkt kaufen wollen, damit sie genau das Erlebnis dort haben. Aber ich sage es euch nochmal, Leute, lasst euch da von den Preisen nicht verrückt machen. Wir werden da definitiv vor allen Dingen aber auch die deutschen und die englischen Produkte auf dem Markt sehen. Ich bin mir sicher, dass wir da genug auch zur Verfügung gestellt bekommen. Die großen Handelsketten müssen natürlich auch irgendwie noch an ihre Produkte rankommen. Deswegen lasst euch da nicht verrückt machen. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam die Karten an. Doch bevor wir die uns anschauen, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, wenn dir gefällt, was ich hier mache. Und ich würde mich freuen, wenn du noch gute Angebote suchst, dann schau auch bei meiner anderen Serie, bei den Best Poker Deals vorbei. Da gibt es immer wieder regelmäßige Giveaways und würde mich freuen, wenn ich dich bei den nächsten Videos wiedersehen kann. Wir schauen uns jetzt gemeinsam die Karten an. Von diesen besser gesagt, ist eine garantiert in den Terrestrial Festival Boosterboxen mit dabei. Wir haben das Foli Purbar, das, wie ich finde, wirklich ein sehr, sehr schönes Artwork ist und das sticht richtig raus. Wunderschön gezeichnet, finde ich richtig gut. Wir haben Ogerpon-Maske. Wie ich finde, die macht wirklich etwas her. Die ganzen Masken, die jetzt hier in dem Set sind, finde ich wirklich sehr gut gelungen. Ob man sie hier besser findet oder Maskerade des Zwiebels, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde hier, das ist ein Artwork, Leute. Schaut euch mal diesen Ausdruck von Flamara an. Flamara denkt sich einfach nur, ich mach dich platt. Jawohl, Leute, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Artwork. Gefällt mir richtig gut. Azuglades, auch mit einer meiner absoluten Chase-Karten. Die kriegt man relativ günstig mittlerweile. Ich finde sie einfach nur grandios. Die nächste Ogerpon-Maske, auch wirklich sehr schön. Das, Leute, ist für mich absolute Kunst, wenn wir uns das anschauen. Wunderschönes Artwork. So muss eine
Pokémon-Karte gestaltet sein. Das Aquana gehört mit zu meinen absoluten Lieblingskarten aus diesem Set. Und das macht es so schwer, Leute, weil das Set einfach so viele grandiose SAR-Karten hat, die man unbedingt haben möchte. Dann ist natürlich der Kaufanreiz auch da. Glaciola, wunderschöne Karte. Ich finde den Background richtig gut gestaltet. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Glaciola als solches. Da hätte, glaube ich, noch ein klein bisschen mehr Struktur in der Ausgestaltung des Pokémons her müssen. Delfinator, ich weiß, ich werde damit echt nicht warm, Leute. Das Pokémon als solches, ich mag Delfine, aber das ist echt etwas too much. Keine Ahnung. Wie steht ihr dazu? Schreibt es doch in die Kommentare mit dazu. Wir haben die nächste Ogapon-Maske. Die finde ich jetzt tatsächlich nicht so gut. Da haben wir bessere Artworks gesehen, aber die fühlt sich natürlich super auch bei den anderen mit ein. Das Blitzer, ich weiß nicht, Leute, mir gefällt das Blitzer tatsächlich nicht so gut. Was ist eure Einschätzung zu dem Blitzer? Ich weiß es nicht so genau. Ich kann es auch gar nicht so richtig beschreiben. Ich weiß auf jeden Fall, für mich ist irgendwie die Proportion nicht so wirklich stimmig. Irgendetwas finde ich an der Karte langweilig. Eisenhand, das finde ich, ist so futuristisch genial gezeichnet und es fügt sich wirklich in diese Schattierungen ein, wenn wir hier mal gucken. Das ist alles so gut durchdacht, dass die Farbzusammensetzung, also ich finde die Karte wirklich stark. Glaube aber, dass wir die auch relativ günstig kriegen werden. Unser Psyana, das Psyana ist mit auch eins der absolut schönsten Karten durch den wunderschön gestalteten Background, der da reinpasst. Aber gerade auch die Evolutions, die passen auch wirklich mit der Terra-Kristallisierung so gut in dieses Konzept, weil sie an sich so glatt sind und dann kommt diese Struktur mit rein. Das hat einfach etwas Mystisches an sich. Sehr schön. Auch Felinara, wunderschöne gestaltete Karte. Absolut eine meiner Lieblingskarten. Wenn wir uns jetzt hier Eisenkrieger angucken, das ist so richtig futuristisch, genial, mit voller Kraft gezeichnet, wunderschön gestaltet. Also das wird auch eine sehr schöne Karte sein. Ich habe gesehen, die wurde schon relativ häufig gezogen. Also ich glaube, an die kommen wir auch sehr gut preislich dran. Unser Eisenhaupt, da muss ich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Irgendwie wirkt das Ganze wie so eine Art Kirchenfenster. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Trotzdem wird sie wahrscheinlich sehr gut aussehen, wenn wir die in echt sehen. Ja, sorry Leute, mit der Karte komme ich absolut nicht klar. Mit der kann ich wirklich nichts anfangen. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber das ist echt nicht mein Kampfstil. Und na, ich sag mal nichts dazu. Die nächste Maske, auch diese finde ich sehr schön gestaltet. Trotzdem wirkt sie irgendwie sehr verwaschen. Es liegt jetzt nicht an der Auflösung, sondern generell an dem Zeichenstil. Mit dem komme ich nicht so gut klar. Selbstverständlich, unser Nachtara ist der absolute Banger. Auch ich finde die Karte richtig stark. Wenn wir uns angucken, dass jedes einzelne kleine Teilchen im Endeffekt eine Reflektierung hat, da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie das in der deutschen bzw. in der englischen Version rüberkommt und aussehen wird. Das wird eine Karte, die wird sehr, sehr gesucht. Donnersichel, da ist tatsächlich mein Lieblingsillustrator Shinji Kanda. Ich muss wirklich sagen, am Anfang habe ich die Karte überhaupt nicht gefeiert. Mittlerweile ist sie mir wirklich sehr ans Herz gewachsen und wächst auch immer mehr, wenn ich mir die ganzen Details angucke. Ich hätte mir gewünscht, dass das Pokémon als solches ein klein bisschen... Da ist wieder zu viel Struktur, wenn man einfach guckt, dass jede einzelne Schattierung auch wirklich mit den einzelnen Strichen gezeichnet ist. Das sehen wir, ist deutlich besser bei dem Carpador gelungen und bei dem Giratina. Da muss wirklich jeder gucken, ob das auch etwas für ihn ist. Ja,
Mit der Karte kann ich auch nicht wirklich was anfangen, aber da gibt es deutlich schönere Karten. Monetigo finde ich richtig stark gelungen mit dem Hintergrund. Doch, die gefällt mir. Katapultra, das wirkt mystisch. Sowas könnte man sich in irgendeiner alten verlassenen Ruine als Wandgemälde vorstellen. Mega genial, super schöne Karte. Und natürlich Raging Bolt. Auch da der Zeichenstil als solches. Da gibt es bessere Illustratoren, aber ich finde die Pose und wie kraftvoll das Pokémon aussieht, richtig gut gezeichnet. Unser Evoli in der Version, wie ich sie weniger gut finde, also da finde ich die hier tatsächlich besser. Richtig schönes Artwork. Ursaluna. Ja, da passiert mir meines Erachtens nach zu viel. Das ist zu viel verschwommen. Finde ich nicht so gut. Das Terrapagos finde ich tatsächlich auch sehr schön. Aber generell, weil ich das Terrapagos sehr gut finde. Ich finde aber das Terrapagos aus Stellar-Krone deutlich besser als jetzt dieses hier. Und dann kommen wir zu unseren Trainerkarten. Leute, ich weiß nicht, was es mit den Trainerkarten auf sich hat, aber ich komme mit den Trainerkarten echt nicht klar. Die geben mir gar nichts. Hier, Bigfoot-Karte, schlechthin. Wer kommt auf die Idee, eine SAR aus der Perspektive des kleinen Cs zu zeichnen? Leute, keine Ahnung. Ehrlich, das macht auch das nächste. Ich meine, ja, es zeigt sie in ihrem Alltag, in ihrem alltäglichen Dasein, aber ich mag diese Art von SAR-Karten überhaupt nicht. Die wiederum finde ich richtig stark. Wir haben die Flucht, wir haben wirklich ein sehr schön gestaltetes Artwork. Das ist richtig nice. Hier das nächste. Ich weiß nicht, das ist eine komplette Serie. Wenn wir hier gucken bei Drayton, aber auch bei Lacey, irgendwie, aber auch, ja, Amaris, auch hier, das Ganze wirkt so statisch und es wäre einfach ein Foto gemacht worden aus einer Serie, in dem sie dann kurz irgendwo anders hinlaufen. Also ich finde es wirklich nicht gelungen, nicht gut. Die Goldkarten wiederum finde ich richtig klasse, die Ultra Rares. Wir haben die Artworks schon als solche gesehen, auch die Ogapon-Maske haben wir schon gesehen, aber die wirken nochmal in Live natürlich deutlich besser und ich bin froh, dass Walking Wake mit dabei ist. Ich persönlich mag Walking Wake mit am besten von den Vergangenheits-Pokémon. Was ist denn dein Lieblings-Pokémon? Zukunft oder Vergangenheit? Schreib's doch in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Pikachu natürlich sehr schön. Auch das gleiche Artwork, diesmal halt eben in der Ultra Rare. Und das Terrapagos. Das ist das Terrapagos, das wir aus Stellar-Krone hatten. Wie gesagt, ich finde das aus Stellar-Krone deutlich besser. Ja, wir schauen uns hier mal das Bild an von den Pullraten. Also was du immer gesichert hast, sind definitiv die SAR-Karte und du bekommst eine Ace-Packs für pro Display mit dabei. Dann gibt es eben, wie gesagt, die Reverse-Karten, wo der Pokéball drauf ist und halt eben, wenn du Glück hast, Masterball, die sind aber nicht garantiert. So Leute, das war's schon vom Video. Vielen Dank fürs Zusehen und schreib doch mal in die Kommentare, ob du bei Terrestrial Festival auch einsteigst oder ob du noch abwartest. Da wäre ich wirklich sehr gespannt drauf. Ich wünsche euch allen gute Pulls, gute Openings und wir hören uns beim nächsten Video. Ich bin's, euer Cyberrips.